damit herzlich willkommen zurück auf unserem Zweitkanal Big M TV und einem neuen Video. Heute sind wir in Gelsenkirchen und zwar sind wir bei Beast Kitchen von Ahmed Sharif, auch bekannt als Charo 45. Warum sind wir hier? Wenn ihr euch erinnern könnt, vor ein paar Wochen haben wir in Düsseldorf ein neuartiges Pastrami-Sandwich getestet, das es bei Take, The Good Food, eine der bekanntesten Burgerläden, jetzt als Franchise gibt. Und das Ganze ist von Charo ins Leben gerufen worden. Und meiner Meinung nach, wie es dort einmal zubereitet wurde und geschmeckt hat, war es für mich persönlich nicht gut. Und ich bin echt gespannt im Verhältnis dazu, wie es natürlich schmeckt. Ich glaube, wir sind mit die Ersten, die das Ganze testen, weil es, wie gesagt, erst gestern, vor ein paar Tagen, wenn das Video jetzt rausgekommen ist, halt rausgebracht wurde. Ich kann mir auch vorstellen, dass je nachdem, wer es halt zubereitet, dann vielleicht auch noch nicht 100% perfekt. Haut mich jetzt beim ersten Bissen nicht weg. Beiß noch mal rein. Alle Leute kein Bissen, auch beim zweiten Bissen. Aber das Ding haut mich nicht weg, ne? Daraufhin hat Ahmed Sharif, also Charo, mir persönlich geschrieben, unter YouTube kommentiert und hat gesagt, ey, das Ganze wurde nicht richtig zubereitet, das war nicht richtig, komm gerne vorbei, komm nach Gelsenkirchen, ich lade dich ein. Und hier sind wir. Wir schauen uns also heute an, was das legendäre Pastrami-Sandwich von Charo erneut zu bieten hat und schauen, ob wir unsere Meinung revidieren und das Ganze doch überzeugen kann. Ich wünsche euch deswegen viel Spaß mit dem heutigen Video aus Gelsenkirchen und Beast Kitchen bei Charo. Been wanted this shit forever. I've been in the ready for war. I was born with grenades. The trenches where soldiers are made. So Leute, damit ist es soweit. Ihr habt die Eindrücke gesehen und auch das, was jetzt hier gerade auf den Tisch gezaubert wurde. Ich muss schon sagen, das sieht natürlich jetzt unabhängig, dass wir, ich sag mal jetzt bei Take oder auch der Hauptgrund, warum wir sind, nur das Pastrami-Sandwich jetzt mal hatten. Aber ich glaube, Beast Kitchen, und das habe ich mir schon eigentlich gedacht, hat viel, viel mehr zu bieten und auch von der Qualität was ganz anderes als das, was wir zuletzt hatten. Wir haben hier insgesamt 4 verschiedene, ich sag mal, Speisen auf den Tisch für, ich sag mal, die das Ganze auch bekannt ist oder wohl auch sehr gut laufen. Und die testen wir jetzt nach und nach und stellen wir uns natürlich auch nach und nach einmal vor. Wir beginnen mit dem, was vor uns ist, weil wir auch zuletzt in der türkischen Küche viel mit Menemen gearbeitet haben und das probiert haben. Es sieht so ein bisschen ähnlich aus, ne? Hat mich so ein bisschen daran erinnert. Nennt sich aber Shakshuka, wenn es richtig ausgesprochen ist. Genauer gesagt Shakshuka Sicilia. Gebackene Eier in Tomatensoße mit Mozzarella und dazu Parmesan und Pita-Brot innen drin. Das Ganze so ein bisschen überbacken, wie man sieht. Und es riecht himmlisch durch den Käse, ne? Durch Parmesan. Es riecht wirklich sehr, sehr gut. Wie so eine Art Auflaufhalter. Ich würde sagen, das ist das Erste, was wir uns vor uns nehmen. Ich zeige euch das Ganze nochmal. Ihr habt hier gerade schon mal so ein bisschen die Eindrücke gesehen. Aber so sieht es, ne, von oben einmal aus. Das kommt ganz heiß, ne, deswegen haben wir das so auf dem Teller. Und das ist das Erste, was wir uns jetzt hier mal genehmigen und probieren. Was ich aber direkt schon merke, es ist oben hart. Ne? Deswegen müssen wir da doch mit dem Messer reingehen. So, wie ich immer sage, von ganz unten nach oben rein. Schaut mal hier der Käse. Halleluja, wie es zieht, wie es qualmt. Ah, Leute, kein Scheiß, das schmeckt ja richtig geil. Also mit dem Käse schmeckt es richtig gut. Die Tomatensoße hat so eine, ich sag mal, Süße dabei. Und dann, wie gesagt, so schön mit den, ich sag mal, gebackenen Eiern und oben müsste so ein bisschen Petersilie mit sein. Ah, das ist schon geil, vor allen Dingen, weil es richtig schön heiß ist. Ne? Also auch frisch gemacht gerade. Also das ist das Erste, was mir definitiv gefällt. Und das würde ich definitiv wieder bestellen. Da freue ich mich gleich noch. Vor allem kann man hier gleich schön ein bisschen Pita-Brot so mit reindippen. Ne? Kann da so richtig, ich sag mal, so schönen Käse mitnehmen. Eigentlich genau so was auf unserem Kanal passt, so ein bisschen dreckig werden. Dann würde ich sagen, wechseln wir das Ganze, kommen zu, ja, Hummus. Auch das haben wir ja schon des Öfteren auf unserem Kanal getestet. Und dafür ist das Ganze hier auch wohl sehr bekannt. Wir haben den Hummus, den gibt es hier in zweifacher Ausführung als, ich sag mal, die klassische Variante genommen. Heißt das Ganze Natur mit ein bisschen Olivenöl umangefeinert. Das Ganze schön mit Gewürzen, mit ein bisschen, ich sag mal hier, ne, so Granatapfelkerne müssten es sein. Tomaten, Olivenöl, that's it. Ne? Auch das würde ich sagen, probieren wir mal. Nehmen uns direkt mal schön hier was von der Mitte. Auch hier alles drum und dran mit einem Granatapfel. Probieren das erstmal so.
Also Leute, was soll ich euch sagen, auch das schmeckt super, richtig cremig, der Hummus. Und hier oben, das müsste tatsächlich in der Mitte, das Weiße, so ein bisschen erinnert mich das, oder das müsste Joghurt tatsächlich sein. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Das Pita-Brot ist auch noch richtig schön frisch. Boah, ich glaube sogar das selber gemacht. Das ist so weich und auch noch schön warm gemacht worden. Dann nehmen wir uns jetzt hier mal so richtig fett einen Spritzer, gehen da mal ordentlich in den Hummus rein, wie es sich auch hier in der Küche gehört. Und schaut mal hier, was da alles mit dabei ist. Unfassbar lecker. Unfassbar lecker. Das Pita-Brot, richtig geil, richtig frisch, richtig schön weich. Da könnte ich mich reinlegen. Ich glaube, da könnte ich 20 Stück jetzt von essen. Aber wenn wir schon dabei sind, kommen wir direkt zum nächsten Gericht. Und bei dem Gericht muss ich mir tatsächlich mal die Speisekarte, die man überall hier liegen hat und auch hier vorne sehen könnt, nochmal zurücknehmen. Und zwar nennt sich das Ganze Baba Ganoush. Das Ganze ist cremige Aubergine, beziehungsweise korrigiert cremige Auberginenpaste mit dreierlei Paprika, Knoblauch, Granatapfelkern. Und dazu gibt es natürlich auch wie zu jeder Mahlzeit eigentlich immer das klassische Pita-Brot. Würde ich sagen, nehmen wir uns das Ganze mal rein. Ich liebe übrigens Auberginen und hier wird sehr, sehr viel mit den Granatapfelkernen gearbeitet, muss man schon sagen. Ich glaube, das wäre schon genau meins. Ich würde wirklich jetzt so, ich sag mal, schon fast die Kombination aus Hummus und dem nehmen und kann mir auch vorstellen, das teste ich gleich mal ein bisschen noch, dass wenn man den Hummus und das hier kombiniert mit der Pita zusammen, dass das nochmal richtig, richtig geiler schmeckt. Weil man hat jetzt hier, ich sag mal, so einen leichten säuerlichen Geschmack mit dazu, ne? Und die Aubergine hat natürlich schon einen sehr kräftigen Geschmack, ne? Und das ist so ein bisschen bitterer natürlich dann und dazu aber diese Cremigkeit von dem Hummus mit dem Joghurt. Dann das Pita-Brot dabei. Ich glaube, das könnte richtig geil sein. Probieren wir gleich nochmal. Aber wir kommen natürlich jetzt, weshalb wir auch hier sind, und das ist das Pastrami-Sandwich von Charo. Das Pastrami-Sandwich, wofür es bekannt ist, 100 Gramm Pastrami ungefähr, Brioche-Toastbrot, was vorher noch getoastet ist, ne? Die Spezialsoße aus dem Haus und dann, was darf nicht fehlen, natürlich die Gewürzgurke. Kenne ich tatsächlich oder kann ich bis jetzt hier bei Charo gesehen habe, tatsächlich nur so aus Amerika. Und hier gibt es dann wahlweise, kann man auch nehmen, ich sag mal, die klassischen Bratkartoffeln mit dazu. Ich sag euch jetzt schon, das fühlt sich jetzt schon viel, viel weicher an. Es sieht schon, ich sag mal, anders auch aus, ne? Auch von der Soße her, die innen drin ist. Aber auch das Pastrami riecht schon ganz anders, ne? Probier mal. Also kein Mist, ne? Es ist ein himmelweiter Unterschied zu dem, was ich bei Take gegessen habe. Das Pastrami schmeckt viel, viel besser. Man hat es 100% falsch zubereitet, da wie es mir gesagt wurde. Die Soße innen drin, die Creme, macht das Ganze richtig würzig. Man sieht es auch hier so richtig, wie es vom Toastbrot rauskommt. Es schmeckt wirklich gut. Ich habe, sage ich mal, so ein Pastrami-Sandwich hier in Deutschland noch nicht gegessen. Muss aber auch fairerweise sagen, dass es wirklich, und das meine ich wirklich ernst, um Welten auch noch nicht an Katz Deli aus Amerika drankommt, wo meiner Meinung nach ich bisher das beste Pastrami-Sandwich der ganzen Welt gegessen habe. Halleluja, schaut euch das Ding mal an, wie fett das ist. Guckt mal hier, guckt euch das Ding mal an. Also wenn da nicht mal ordentlich was für die Fleischliebhaber dabei ist heute, ja, beste, sage ich mal, Sandwich, was ich je gegessen habe. Ich meine, das seit 1888 in New York, glaube ich, das weltbekannteste, berühmteste Pastrami-Sandwich ist. Man zahlt nicht umsonst dann dementsprechend auch den Preis da. Und wie gesagt, schaut euch das Video gerne an. Das berühmteste, beste Sandwich auf der Welt, was wir getestet haben im Rahmen unseres New York-Vlogs. Es kommt nicht dran, wirklich bei Weitem nicht. Aber vielleicht, oder ganz bestimmt ist das hier Meckern auf hohem Niveau, denn ich sag mal, dafür schmeckt es schon wirklich richtig, richtig gut. Bevor wir die Kombination jetzt gleich, ich sag mal, ne, mit der Soße noch mal probieren, gehen wir mal auf die Röstkartoffeln. Die schmecken gut. Die schmecken wirklich gut. Die würde ich mir tatsächlich hier dazu holen, weil die passen irgendwie dazu. Also wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, ich sag mal jetzt so ein Pastrami-Sandwich mit den Röstkartoffeln zu kombinieren. Aber das schmeckt schon sehr gut, ne? Auch hier, wir gehen jetzt mal, ich sag mal, in die Special-Soße, gehen wir jetzt mal mit der Gewürzgurke rein. Denn das sag ich immer, diese Kombination, alles gemeinsam zu essen, das schmeckt am besten. Und genauso ist es auch. Es schmeckt einfach am besten, wenn man viele Sachen so kombiniert. Ich werde mir noch das ein oder andere genehmigen, vor allem das Pita-Brot noch mal ein bisschen hier und damit mischen. Vor allem auch jetzt hier auf unsere Shakshuka, wenn es richtig ausgesprochen ist, in der Sicilianer-Variante mit der Tomatensauce. Da freue ich mich auch noch drauf. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ich das Sandwich da gleich ein bisschen reinlege, ein bisschen dreckig werde, genehmige mir noch hier, ich sag mal, die Fritz Cola. Hören wir uns gleich um ein kleines Abschlussfeedback wieder. So Leute, wir machen hier noch so ein bisschen sauber, würde ich sagen, und verlassen den Ort natürlich auch wieder ordentlich, so wie wir es vorher gemacht haben. Was ich einfach sagen muss, ne,
Es hat mir richtig gut gefallen. Was mir auch auffällt, und das will ich euch mal sagen, das habe ich so in der Art und Weise noch gar nicht so gemerkt. Hier läuft immer, falls ihr es so ein bisschen hört und ein bisschen genauer hinhört, Hintergrundmusik. Oft auch ein bisschen Hip-Hop, Rap, immer unterschiedlich, aber nur in Akustik. Also das heißt, so wirklich bekannte Lieder, vorhin kam so ein bisschen Eminem oder so, läuft wirklich ohne Stimme, sondern nur mit Akustikmusik, also nur instrumental. Wollte ich nur mal so, mir fällt sowas immer auf, wollte ich euch nur mal mitteilen. Für den einen oder anderen interessiert, finde ich relativ interessant. Also man hat hier wirklich dann so eine richtige gechillte Atmosphäre, kann man schon fast sagen. Dazu richtig, richtig gutes Essen und sehr, sehr nette Mitarbeiter, kann ich euch sagen. Wir haben uns jetzt gerade noch mal nach dem Essen auch noch mal so eine Viertelstunde oder so unterhalten über verschiedene Foodspots und so, weil ich aus Gelsenkirchen ja noch gar nicht komme. Ihr könnt auch übrigens gerne mal schreiben, was ihr so als nächstes mal getestet haben wollt. Wo soll ich hin? Wo soll ich mal was ausprobieren? Oder was noch mal geiler ist, es gibt hier wohl auch, und das hatten wir jetzt nicht, weil es ausverkauft war, das Pastrami-Sandwich handgeschnitten. Das muss wohl noch mal besser sein. Konnte ich leider heute nicht probieren, weil es dementsprechend schon leer war. Aber wollt ihr, dass Charo und ich vielleicht mal eine legendäre Food-Challenge auf unserem Hauptkanal machen, dann lasst es uns gerne wissen. Dann würde ich sagen, organisieren wir das. Charo, liebe Grüße gehen raus. Würde mich freuen, wenn wir da mal eine Hauptkanal-Challenge machen. Vielleicht wir beide zusammen, Beast gegen Big M oder zusammen gemeinsam. Ich glaube, das wäre eine geile Sache. In dem Sinne, es war richtig geil. Die Reise nach Gelsenkirchen hat sich gelohnt, war auf definitiv eine bessere Sache als Batake. Also solltet ihr auch mal Batake, ich sag mal, das Pastrami-Sandwich probieren und finde ich gut befinden, dann kann ich euch sagen, hier gibt es das definitiv in der guten und sehr guten Variante. Und ich würde sagen, das war geil, das war gut. Ich komme gerne wieder. Lasst gerne viel, viel Liebe bei Charo da. Checkt gerne Beast Kitchen ab. Gerne dann natürlich auch auf unserem Hauptkanal Liebe da lassen, abonnieren, liken nicht vergessen, teilen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier oder auf unserem Hauptkanal. Macht's gut. Bis dann. Liebe Grüße noch aus Gelsenkirchen. Ciao, ciao.